Am 14. September 2020 ging es los und wir reisten nach Hamburg zur Einschiffung. Vor uns lag eine zweiwöchige Reise auf der MS Europa. Ein herzlicher Empfang und ein kulinarischer Willkommensgruß auf der Suite rundeten die Anreise perfekt ab. Am Abend suchten wir uns das Pearls Restaurant aus, wo Kaviar in all seinen Varianten im Fokus steht. Wir nahmen die Fahrt auf der Elbe in Richtung Mare Baltikum auf. Die Abfahrt im Hamburger Hafen konnten wir optimal genießen, mit einem ganz besonderen Blick auf die Elbphilharmonie. Vor uns lagen nun die Stationen Wismar, Danzig, Stockholm, Karlskrona, Malmö und Helgoland. Am nächsten Tag fuhren wir ruhig durch den Nord-Ostsee-Kanal, wobei man sich optimal akklimatisieren konnte. In der Hansestadt Wismar fand unser erster Landgang statt. Vom Hafen aus ging es in die Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Hier der Marktplatz mit der Wismarer Wasserkunst, dem Bürgerhaus Alter Schwede und dem Rathaus. Die verschiedenen Kirchen komplettierten das Sightseeing. Weiter ging die Fahrt mit Kurs auf Danzig. In Danzig besuchten wir die Marienburg, auf Polnisch Malbork, an der Nogat, einem Mündungsarm der Weichsel, gelegen. Die Ordensburg ist der Gotik zuzuordnen und wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Sie ist der größte mittelalterliche Backsteinbau Europas und UNESCO-Weltkulturerbe. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Burg zerstört und anschließend restauriert. Die Küche war für damalige Zeiten hochmodern. Hier sieht man eine mittelalterliche Toilette mit Kohlblättern im Dansker Turm. In der Außenanlage besichtigten wir eine Denkmalgruppe der Hochmeister, einen Spazierweg, den Rosengarten, den Kräutergarten und die Marienkirche. Die 5 Restaurants der Europa bieten Gaumenfreuden in allen Variationen und kein Wunsch bleibt offen. Hier schlagen die Herzen von Gourmets höher.
Dieses Dessert aus Valrhona-Schokolade war natürlich für mich als Pianistin die Krönung. Auch an Seetagen ist das Leben an Bord sehr reizvoll. Für uns waren das perfekte Probentage für unsere Konzerte. Aber man kann auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Und die leckeren Waffeln am Pool probieren. Manchmal kommt Besuch vorbei, wie hier mein Schiff. Und wenig später mein Schiff 2. Bei all den kulinarischen Genüssen tut auch manchmal eine Sporteinheit im Fitnessstudio mit Blick aufs Meer ganz gut. Nach dem Dinner kann man den Abend in einer der Bars bei Live-Musik ausklingen lassen. Für die Hartgesottenen geht's anschließend noch in die Sanseebar, wo man die berühmte Mitternachtscurrywurst essen kann. Die nächste Station Stockholm. Wir besichtigten die Stadt. Ein Blick auf die Altstadt, die Oper, das Schloss und wir probierten eine Stockholmer Waffel. Anschließend ging es für uns ins Stadshus, ins Rathaus mit seinem berühmten blauen Saal, der gar nicht blau ist. Hier finden die Nobelbankette statt. Der kleinere goldene Saal mit echt goldenen Mosaiken stellt die schwedische Geschichte dar. Ein Highlight der Reise war für mich der Besuch des Vasa-Museums. Die beeindruckende Vasa, eine stark bewaffnete schwedische Galeone, sank 1628 vor Stockholm auf ihrer nur 20-minütigen Jungfernfahrt und ging in die Geschichte ein. Nun nahmen wir Kurs auf die Barockstadt Karlskrona. Mit Tenderbooten fuhren wir an Land. Von wo aus wir Blick auf die Europa hatten. Wir machten uns auf den Weg in die Altstadt, vorbei am Admiralsturm, auf den historischen Marktplatz der Marinestadt. Dort hat man den besten Blick auf das historische Rathaus, die Dreifaltigkeitskirche, die Friedrichskirche und das Wasserreservoir Wattenborgen. Unser Weg führte uns weiter zur Admiralitätskirche, komplett aus Holz, und zur Nils Holgersson-Skulptur.
Danach ging es zurück an Bord der Europa. Unsere nächste Station war Malmö. Hier sieht man hinter dem Brunnen das historische Rathaus. Weiter ging es zur St. Petri-Kirche. Hier das imposante Postamt und einer der Blumenmärkte. In einem Café mussten wir unbedingt Kanelbulle, die schwedische Zimtschnecke, probieren. Danach marschierten wir durch die Altstadt und begegneten noch dieser lustigen Schuhsammlung aus Bronze zu Ehren schwedischer Künstler. Ein weiteres Highlight dieser Reise war für mich der Schlossgarten mitten in Malmö. Eine solch üppige Blütenvielfalt mit der Schlossmühle im Hintergrund hat mich sehr beeindruckt. Unser letzter Landgang war in Helgoland. Wir fuhren mit einem Schiff zur Düne, die ein einzigartiges Naturparadies darstellt. MS Europa. Wir konnten Flussuferläufer beobachten, Möwen, eine Kegelrobbe und eine Gruppe Seehunde. Wir schaukeln. Yay. Die Rückfahrt zur Europa mit dem Tenderboot bot noch eine imposante Herausforderung. Der Wellengang war extrem stark und der Ausstieg demnach, nun ja, abenteuerlich. Eine beeindruckende Reise neigte sich nun dem Ende zu.